Alles klar. Es wäre fast schon wieder passiert, muss ich sagen. Ich bin The Critical Man und nach einer Pause von 3 Jahren habe ich mich dazu entschlossen, wieder Videos zu machen, weil ich Lust drauf habe. Ich habe mir jetzt Alan Wake's American Nightmare ausgesucht. Es ist größtenteils blind. Größtenteils sage ich, weil ich die letzte Stunde schon damit verbracht habe, oder die letzten 1,5 Stunden damit verbracht habe, die ersten 2 Story Arcs zu spielen. Und am Ende habe ich bemerkt, ich habe nicht aufgenommen. Richtig geil. Deshalb lasse ich jetzt einfach mal oben links den Fraps Counter mitlaufen und dann sehe ich immer, wenn ich aufnehme und wenn nicht. Und das ist ganz cool, weil dann nicht dieser selbe Scheiß nochmal passiert. So, ich habe bereits in den Optionen Audio etc. eingestellt und ich werde jetzt einfach mal in den Story-Modus gehen, eine neue Story beginnen und jetzt nochmal die ersten 2 Missionen spielen. Ja, auf normal. Und jetzt bin ich auch schon still in dem Intro. The man before you is a champion of light. He is part of a conflict between darkness and light that is both ancient and eternal. He is chasing a dangerous quarry, the herald of darkness. His evil doppelganger, known only as Mr. Scratch. Maybe. But what are you gonna do then? By then, I'll have had my hands on everything you love. The man has been brutally spat out from the darkness that surrounds the shores of our reality. He has come to fight a decisive battle in Night Springs. So, Alan Wake's American Nightmare. Ich habe den ersten Teil gespielt und den zweiten 1,5 Stunden angespielt, wie vorhin bereits gesagt. Ja. Es gibt sehr viele von diesen Sequenzen, wo Videos sind, es wird viel geredet, deshalb werde ich auch öfter mal dazu gezwungen sein, einfach mal meine Fresse zu halten, mitten im Satz, damit man halt hören kann, was die ganzen anderen Leute sagen. Für alle, die für alle, die Alan Wake nicht kennen, es gibt hier diese Besessenen, die sind von der Dunkelheit besessen. Okay, ich dachte schon, warum geht das nicht? Die sind von der Dunkelheit besessen und man muss halt mit Hilfe von Taschenlampen, Pistolen, Shotguns und sonstigen Schusswaffen. The man was a writer. He still practices that art, forging weapons of war out of ideas. But the violent currents that brought him here have scattered the pages he has written. Genau, das meinte ich. Manchmal muss man halt ruhig sein. The lights of the motel promise safety. The man senses that the solution to his predicament begins there. Wegen diesem Narrator da. Ja, das Motel haben wir auch schon
in der Intro-Sequenz gesehen und oh Somewhere mein within Gott. the Earth, space itself has been pierced, and from dark depths runs a steady flow of monsters. The man recognizes the hand of his evil double in this. He knows he must put an end to this madness. Genau. Da rennen wir weg, habe ich auch schon im letzten Video, das ich aufnehmen wollte, aber nicht aufgenommen habe, gesagt. Und die ganzen Tipps werde ich jetzt erstmal überspringen, da ich sie ja schon vor 1,5 Stunden gesehen habe. Naja, genug damit. War meine Schuld, dass ich es nicht geschafft habe aufzunehmen. Meine Dummheit. Oder naja, nicht meine Dummheit. Das Programm wollte einfach nicht aufnehmen, obwohl ich auf Aufnehmen gedrückt habe. Genau. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen schneller durchspielen. Und eine Sache wollte ich noch sagen, und zwar gibt es diese Manuskriptseiten, die man überall finden kann. Bla bla bla. Und wenn man eine findet, dann sieht das so aus. Der liest die Seite halt vor. Da habe ich aber keine Lust drauf, dass die immer vorgelesen werden. Und deshalb gehe ich dann einfach auf Überspringen. Dieser Bildschirm kommt, ihr könnt jetzt pausieren, wenn ihr wollt, und das lesen. Ja, ich werde das einfach alles überspringen. Genau, Waffenkisten. Zack. Und hier ist jetzt eine, genau, eine Uzi oder so drin. Die möchte ich aber nicht haben, weil es hier nämlich eine Nagelpistole drin gibt. Und die finde ich geiler als die Uzi. Hey, it's you. There. You remember me, right? Emma? Emma Sloan? I think you might have something that belongs to me. Really? A typewritten page? Oh, yeah, that's weird. I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, well, I don't know how you knew I had it, but I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight, okay? And stay in the light. They hate the light. Okay. Ich nehme jetzt erstmal hier diese Nagelpistole. Und ich werde diese, ja, Sure we have, immer Mr. wenn es die Wake. Möglichkeit gibt, Remember you mit stayed at the Leuten zu motel reden, dann here. werde ich das auch machen. No, the guy you're talking about just looks like me, even if he uses my name. He's behind all this Wenn trouble. ihr das nicht mögt, Oh, dann könnt ihr I einfach thought, irgendwie eine Minute vorspielen Now that oder you so. mention it, I guess your aura looks Ja. a lot nicer than his, actually. I'm very sensitive to things like that. There's a bunch of stuff I need to find. The things mentioned on that page? Well, there's a lot of old crap lying around this place. Great, thanks. I think you should be able to find everything, except the satellite, obviously. Are you gonna tell me what this is? I don't think that'd go over too well. Why don't you let me be the judge of that? Fine. The page is a formula for rewriting reality. Either I use it to close a strange portal to a place that isn't in our world, or shadowy serial killer monster things keep pouring out of there. Yeah, you were right the first time. You can think what you want about me, but there's still bad guys around. Be careful. Well, you might be nuts, but I've seen the way they move, the way they look. I'll buy that. They're called Taken. They aren't really human. Not anymore. And they're climbing out of the oil well? What, do they have secret headquarters down there, or...? No, that's just where the point of connection is. It's a hole that leads to, well, it's a really nasty place. That's why I need to close it. And the guy who looks like you opened it, because he was hanging around the oil field before. He gets around, unfortunately. Thanks for helping me. Oh, I wish I thought you were just a nutcase. Actually, I kind of expected you to. Me too. But I feel like this is how it's supposed to go. Isn't that weird? Not really. I get that a lot in my line of work. What do you do anyway? I'm a writer. Obviously.
What was that you said about my aura? Oh, I'm very spiritual, you know. I can see auras, but I only use it for healing and helping people. I'm like a wise woman, you know? I give people insight and advice. Look, just because I say crazy things doesn't mean I believe everything. Don't be like that. Maybe you should take a few crystals with you if you're going out there. It might be dangerous. They soothe your energies and focus your mind. It's fantastic. And they help me take out the bad guys? Oh, well, no, not as such. Yeah, okay. I think I'm... Or I have some wonderfully potent herbal detox suppositories. Yeah, I'm good. I'm good. Jo, ein paar Crystals, bisschen Crystal Meth. The champion of light recognizes the page he got from the woman. It is a weapon of his own design, custom engineered to destroy the dark portal. If he recreates the conditions of the page, a great power will be unleashed. Okay, also überall hier in Alan Wake gibt es so Fernseher und Radios verteilt, die man anmachen kann. Ich werde auch immer versuchen, die anzumachen. Und jetzt kann man hier halt sozusagen den Doppelgänger, den bösen Doppelgänger von Ellen zugucken, wie er einen Geisel genommen hat und sie gleich noch strangulieren wird. Das sage ich euch jetzt, weil vorhin habe ich das angeguckt. Es dauert relativ lange, irgendwie 3 Minuten oder so. Das möchte ich euch jetzt ersparen. Und mir auch nochmal. So. Aua. Gesundheit, Nils. Danke. That's one thing down. Und Moment mal. So. Okay. Ja, die dauern halt 3 Minuten, diese Videosequenzen. Und da habe ich jetzt nicht so den Nerv zu. Es ist 5 vor 12. Ich muss um 9 Uhr aufstehen morgen. Es ist jetzt Sonntag, Montag sein. Und das möchte ich halt machen, indem ich vor 1 Uhr ins Bett komme, wenigstens. Genau. Und hier ist jetzt die Batterie, glaube ich, zu finden, die wir brauchen. Oder was ist hier? Ja, die Batterie. So, ach, hier sind sogar noch Leuchtfackeln. Die habe ich letztes Mal übersehen. Praktisch, praktisch. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt die ersten beiden Missionen machen, egal wie viel Uhr wir dann haben werden. Aber ich denke, es sollte nicht länger als bis 1 dauern. Hier kommt man rein. War das so? War nicht so? Okay. Prima. Ich kann mich echt super an Sachen erinnern. Voll das geile Langzeitgedächtnis. Hier komme ich auch nicht rein. Oh mein Gott. Hier komme ich rein. Und diese Teile, die teilen sich in 2 auf, nachdem man sie mit Licht besprüht. Und danach muss man sie gar nicht mehr mit Licht besprühen. Anstrahlen ist, glaube ich, eher das richtige Wort. Und hier ist geile Muni. Ja, den Karabiner. The man has found the battery, but it is empty. It will need to be recharged. Ihr hättet, beziehungsweise was heißt ihr hättet, es wäre echt schön gewesen, wenn ich das alte Video gehabt hätte. Da habe ich mich an dieser Stelle, wo der Typ aus der Tür gesprungen ist, richtig erschreckt. Ich bin nämlich ein kleiner Angsthase und ich spiele eigentlich nie Horrorspiele. Okay, Alan Wake ist jetzt nicht wirklich ein Horrorspiel, aber es gibt schon manche Situationen, in denen man überrascht ist, was gerade passiert. Und ja, deshalb ein bisschen rumschreit. Jetzt nehmen wir nochmal hier kurz die Munition und reden nochmal mit Emma. No problem. Ist auch super, dass Emma uns einfach hilft. Obwohl wir hier mit Taschenlampe und Nagelpistole einfach reingelaufen kommen. Und über irgendwelche Besessenen reden.
I don't even know what that means. All I'm saying is you don't want to come anywhere near the oil field, all right? This thing could get out of hand. In the middle of highly flammable materials. Great. I'll do my best to contain it. Just please don't turn out to be some kind of crazy terrorist guy, okay? Okay, I'm Wish gonna me go now. luck. Wish me luck. Wait a sec, I want to ask you about something first. What did you mean with that my memory's a little hazy thing? I had a pretty rough time coming here. It was like being caught in a tsunami. I blacked out for a while. It's hard to explain. There's a barrier of sorts that I had to break through. I was lucky to make it here with my wits as intact as they are. So you might have brain damage, you're about to do great things with a magic piece of paper, and you came here from another dimension? No, I'm from New York. I was just visiting another dimension. Oh, yeah, okay. My bad. Geile Antwort, muss man ja sagen.